Komisch, dass dieser Moment jetzt wirklich da ist. Dass wir es so weit gebracht haben. Also weit ist es jetzt noch nicht. Man denkt ja, nächstes Jahr kommt nie. Und dann fallen einem die Augen raus, weil es so plötzlich da ist. Das ist eine Zeit voll dezenter Nebengeräusche. Die meisten Menschen sind ein wenig ärmer und einige wenige reicher geworden. Aber die sind im Wesentlichen nicht ungleicher oder verschiedener als nach dem letzten großen Ereignis. Was nur eine Probe war für die wirkliche Krise. Die Nacht hat sich ingerichtet in einer Grauzone von Dämmerung. Eine ständige blaue Stunde, die nicht enden will. Die Endgeräte geladen, kein Anstoß zum Aufbegehren. Keine unbedingte Notwendigkeit, was zu ändern. Aber unter all dem lag schon lange ein Rauschen. Niemand hörte dieses Grundrauschen wirklich, das war einfach da. Wie der Himmel, die Bildschirme, die Mieteneintreiber, nichts, dem man Beachtung schenken musste. Während dieser blauen Stunde glaubst du, nichts wird sich ändern. Und wenn es sich dann ändert, erlebst du ein Schaudern. Du wirst es nicht verstehen, wie du was Konkretes verstehst. Aber es beginnt immer, wenn es dunkel wird. Geh das mal rein. Die linke Röhre. Bist du sicher? Ja, Warum nicht rechts? weil es die linke ist. Kira, alles klar? Und lag vor der Nudelbox. Als der letzte Rest der blauen Stunde in der Dunkelheit verschwand, ging Riss durch die Stadt. Das ging Riss quer durch die Stadt. Tat sich auf am Engeldamm, klaffte dann weiter die Adalbert entlang und dann jagt die Cottbuser Brücke nach und verschwand mitsamt Landwehrkanal im Riss. Bye Ankerklause. Am Hermannplatz, wo der Asphalt besonders dick, das mehrspurige Kreiseln der Autos früher besonders breit war, sinkt das Galeria Karstadt auf die Knie. Der Boden bebte in der kleinen Nudelbox. Während die Fassade des Kaufhauses erst langsam und dann immer schneller.
Und plötzlich klaffte der Riss an der Hermannstraße zu seiner mächtigsten Breite auf und der Schlund. Keine Ahnung, wie tief, wie weit. Teilt Neukölln in zwei. Näher, dass sich der Boden auftatte, schien niemand wirklich zu überraschen. In besonders schlechten Momenten überquerten die Bewohner der Karl-Marx-Straße den Schutzstreifen, stiegen über die Abzäunung zum Riss und strichen sich die Scheiße vom Fuß. Ja, aber hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Einige behaupteten, dass Alt nur eine Lüge sei. Ein schlechter Traum. Und beriefen sich auf die abstrusesten Theorien. Die Karl-Marx-Straße gähnt. Der Asphalt leckt seine Wunden. Ansonsten ausgestorben. Die noch erhaltenen Straßen hier rund um Hermannplatz. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Übrig geblieben sind nur ein paar wenige Leute, die ihre Wohnung nicht verlassen wollten und sich zu aufmüpfigen Bewegungen in ihren vertrümmerten Hinterhöfen verbarrikadierten. Weißt du, solche Leute, die des Wortes Evakuierung nicht würdig waren, weil sie noch nie gewohnt hatten. Oder jene, die vorbereitet waren und unterm Radar der Stadt verschwanden. Ja, hier müssen wir durch. Sicher? Ja. Was ist mit dieser Markierung hier? Das ist die Spree. Und dafür? Oh, guck mal, genau die gleiche Farbe. Hier, das ist das Stadtschloss, Humboldt-Forum. 100 Millionen von Steuergeldern verschwunden im Riss, die Ficker. Was sagt man der Verlass der Republik? Den haben sie natürlich abgerissen damals, die Wessis. Nach der Wende. Egal. Jedenfalls sind dort vermutlich noch einige der Gänge der Stasi intakt. Der Geheimdienst damals? Wir wissen, was die Stasi war.
Hier gibt's doch eh keine Kameras mehr. Meintest du doch, hast du doch gesagt. Guck mal. Hätten die überleben können hier unten. Nicht mal eine Woche mit ihrem ganzen Kram. Ich weiß, wie ich überleben kann. Ich kann hier überleben. Diese ganzen Dinge nützen gar nichts. Wenn was passiert zum Überleben, brauchst du keine Dinge. Das machen so die Fähigkeiten. Weißt du, das checkt man nur hier unten. Checkst du das? Da kommt ein Typ zu Geld. Und dann zieht er in ein angesagtes Viertel und kauft sich 1000 Sachen. Und darüber vergisst er, wie es wirklich ist. Und das ist ja überall labil. Der Boden und so. Und dann hast du keine Mauer mehr um dich herum und kein Dach überm Kopf. Obdachlos! Ein schönes Wort. Kann mir keiner erzählen, dass die Tech-Elite nichts mit dem Riss zu tun hat. Ich meine, warum sonst die Zwangsumsiedlung großer Bevölkerungsteile Neuköllns? Das ist halt nur Umstrukturierung. Die Regierung lügt. Ja. Habt ihr schon mal was von der marginalen Abweichung gehört? Ich habe darüber nichts gefunden. Hört ihr das auch? Spürt ihr das? Ja. Schumann-Resonanz. Hier unten kannst du die hören. Die sind zurzeit besonders stark. Immer wenn was Krasses passiert. Wie die Umstrukturierung. Ich dachte, das ist so eine Extratheorie. Oder es sind die Arbeiten unter der Erde, die wir hören. Und die sich aufs Magnetfeld auswirken. Die Erde hat ja auch eine Eigenschwingung. Wenn sich da was ändert, dann spürt man das halt. Hängt alles zusammen. Klar. Klingt wissenschaftlich total korrekt. Umdenken ist umdenken. Einfach umdenken. Häuser und Wohnungen. Häuser und Wohnungen ohne Mauer. Offen und durchlässig wie schwarze Spiegel. Es bliebe den Menschen nichts anderes übrig, als einander die Hände zu reichen. Das wäre Wohnen in der Zukunft. Besser als das Verharren in den Ruinen. Was machst du? Ich weiß nicht, hierbleiben. Und du?
Willst du mit ihm gehen? Würdest du mit ihm gehen? Man kann ja aber nie wirklich bleiben. Man bleibt nur kurz. Man bleibt nur kurz hier oder da. Geht dahin, wo es besser ist. Wir kommen ja auch nicht von hier. Aber wir sind ja auch weg von da. Weißt du, die Ratten würden niemals in den Riss ziehen, weil... Nur die Menschen ziehen überall Hey, Akira? Hey, alles okay? Akira? Ich spüre meine Füße irgendwie nicht mehr. Mein Körper fühlt sich total komisch an. Das bildest du dir ein. Nein, tue ich nicht. Er fühlt sich komisch an. Als wäre ich gar nicht in ihm drin. Er fasst mich an, ich spüre mich nicht. Ich spüre dich. Aber dich spüre ich. Warte, lass mal nicht. Da schon wieder. Hört ihr das? Billy? 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 Okay, Akira, ganz ruhig. Ganz ruhig. Setz dich mal hin. Setz dich hin. Okay. Ganz ruhig. Gibt viel Liebeskram hier. Plastikrosen. Oh, Schminkkram. Hier ist. Liebeskram und Schminkkram. Ja. Das ist Akira. Also, das ist nicht ihr Klarname. Keiner kennt den richtigen. Also den echten von da draußen. Aber was ist schon echt? Sie hat immer diese Träume, die irgendwie mit ihrer Vergangenheit connected sind. Der Roboter hat mich dann stattdessen, hat er mich mit in ein Motel. Ja, aus so einem Film. Und dann, mein Handy hat nicht funktioniert. Bin mittendrin aufgewacht, konnte wie immer meine Augen nicht bewegen. Und höre dieses, was fast nicht hörbar ist. Und gleichzeitig stelle ich mich aber tot, wie eine Spinne. Weil ja gesagt wird, dass das dann weniger gefährlich ist. Weil die Logik ist die, also die Erklärung, dass die dich halt in Ruhe lassen, wenn du schon tot bist. Aber das haben sie nie getan. Obwohl ich schon so oft gestorben bin. Ich muss los, die Nudelbox aufschließen. Akira? Ich glaube, es hat reingeregnet. Hereingeregnet. Das Wort irritiert mich. Hallo, schau, es hat reingeregnet. Und? So was? Das ist alles total durchgerostet hier. Und auf dem Dach wächst übrigens echt Moos. Sag mal, könntest du für mich eine super Mini-Ausnahme machen? Na, du kennst doch den Bruder, wie heißt der Typ? Den geh mal da. Susanne will unbedingt rauskriegen, also wir müssen kurz in seinen Ich mach das Heim. nicht mehr. Bitte. Nein, Bitte. hör auf, ich bin da raus. Bitte. Außerdem- Meinst du, die hört? Mehr kannst du nie wissen. Komm, bitte, nur dieses Nein. eine Mal, please. Die Blue von früher, die gibt's nicht mehr. Du kennst mich nur von heute. Man kennt sich doch immer nur von heute. Komm, zieh das aus. Komm, bleib. Akira. Nein. Gib her. Nein. Gib jetzt her. Nein. Was ist los?
Alles, was nicht angebunden ist. Ich muss. Ich kann nicht fahren, wenn du willst. Du darfst mit der Karre doch gar nicht in die City. Ciao. Warte. Warte doch mal. 5 Minuten. Leute, das war Billy. Ganz sicher, ich hab sie gesehen. Tage und Nächte verschwimmen hier unten, Marion. Wie in einem Bunker. Das kann schon mal zu Halluzinationen führen. Je nach mentaler Verfassung. So, können wir weiter? Besser? Ja, hilft immer. Was ist das? Schau mal, es hat einen gebrochenen Flügel. So ein zartes Ding. Darf ich deine Hand streichen? Deine Haare streichen? Ja? Hey, die meisten Leute achten nicht auf die kleinen Dinge. Knutschen zum Beispiel, das macht man am Anfang und dann wird es immer weniger. Aber man muss das aufrechterhalten. Wir küssen uns immer noch die ganze Zeit. Küssen wir uns. Wollen wir auch weiter reingehen in den Riss? Nicht mal die Ratten würden. Nur die Menschen müssen überall rein. Online war ich schon immer frei und ich selbst. Beim Programmieren, da habe ich mich aufgehoben gefühlt, schon als ich klein war. Und beim Ballern, da schieße ich auf einmal so ein Loch durch die Wand und ich konnte da durchgehen. In eine andere Welt, also direkt in das höhere Level. Und oh fuck, sorry. Also, das war so ein Glitch. Falsch programmiert oder vielleicht auch absichtlich so als Signature oder als Botschaft. Und da ist mir klar geworden, dass ich nur durch diesen Fehler, durch den Glitch, also durch dieses Loch in der Mauer, direkt in das nächste Level gekommen bin. Ich habe mich dann mit den Herstellern in Verbindung gesetzt, um meine Hilfe anzubieten bei der Behebung des Problems. Aber der Typ am Telefon, dieser Boomer, ja, der hat nur gelacht. Das Lachen kann ich mir noch genau erinnern. Nur durch einen Fehler kommst du auf ein anderes Level. Achtung, Eilmeldung. Achtung, Eilmeldung. Nach dem weiteren Einsturz eines gesamten Straßenzugs, die Mühlenstraße ist zwischen Schillings- und Oberbaumbrücke am vergangenen Sonntag in großen Teilen mitsamt der Eastside Gallery dem Riss zum Opfer gefallen, wird nun ein gesonderter Untersuchungsausschuss der Regierung die Ermittlungen beginnen. Deutschland digital. Mir hat man ja schon in der Schule beigebracht, Bandwurmsätze zu vermeiden. Die wahren Geheimnisse, die lassen sich nicht in Untersuchungsausschüssen aufklären. Die sind philosophisch. Ich muss umziehen. Auf die andere Seite vom Hermannplatz, wo der Riss schmaler ist. Aber du kommst weiterhin vorbei, ja? Also ich habe immer was da, weißt du ja. Ist das denn sicher da? Nicht, dass du mir verschwindest. Wir befinden uns doch bereits in der marginalen Abweichung der Wirklichkeit, meine liebe Blue. Bitte, was für ein Ding? Hallo. Ja. Entschuldigung, hallo. Wollen Sie was bestellen? Ja, ich hab schon was zu feiern. Wir haben was zu feiern. Wir?
Ich feier nicht mit Fremden. Sorry, Mann. Hör auf. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Sie stören, gehen Sie bitte. Wo wir uns endlich unterhalten können? Es war kein gutes Gefühl, um auseinanderzugehen. Erst versöhnen. Weiß ja jeder, dass man sich erst versöhnen muss, bevor man auseinandergeht. Fluchttunnel und das Stromnetz und die U-Bahn ist ja einfach kompletter Irrsinn. Ja, das suppt die alles bald ab. Ich sag ja, Berlin ist einfach zu groß für Berlin. Naja. Berlin kommt aus dem Slawischen und bedeutet Sumpf. Wusstest du das? Ja, das wusste ich schon immer. Wer hast uns eigentlich gefunden? Ich wüsste nicht, dass ich euch gesucht hätte. Sondern? Stehst ganz schön auf Blue, hm? Dann sind wir schon zu zweit. Vielleicht wirst du ja auch so ein Kollateralschaden. Pass auf dich auf, ich mag dich irgendwie. Ich dich nicht. Und Blue auch nicht. Was ist eigentlich dein Plan? Naja, vielleicht hat Billy ihren Privatpersonenanteil verschwinden lassen, weil sie eine bestimmte Intelligenz noch nicht erreicht hatte und von Menschen hätte überwacht werden können. Um dich zu schützen, weil die sonst zu viele Informationen hätten sammeln können. Das siehst du doch auch, oder? Oder? My base becomes your body. Stop. My insides are dissolving. Traveling. Hands up. And the city drips. And wait for it. Das war Billy. Das hast du doch auch gesehen. Ja, ein Fehler oder so. Was, ein Fehler? Ein Glitch oder ein Bug. Was? Ein Glitch kann so ein minimaler Fehler sein, beispielsweise in einem Spiel, den du zu deinem Vorteil nutzen kannst, durch eine Wand gehen oder so. Oder er kann auch wissentlich in den Quellcode übernommen worden sein. Manchmal sieht man Glitches auch, wenn es ein Problem mit der Hardware gibt, der Arbeitsspeicher überlastet ist oder so. Egal. Ein Bug ist ein fetterer Fehler in der Programmierung, der zum Beispiel dazu führt, dass ein Programm abschmiert. Kurz gesagt, so als Ordnungsprinzip, ein Glitch ist immer ein Bug ist aber nicht immer auch ein Glitch. Ich nenne mich Blue. Ich könnte mich auch C-Punk 98 nennen. Wegen Cyberpunk. Als ich noch aktiv war, als wir noch die zentralisierte Kontrolle unterwandert haben mit Hilfe des Internets. Ich unterschreibe das nicht. Prämien, Honorare, Zuwendung. Alles in bar. Wir haben das Internet an die Mächtigen verloren. Schau dir Google an. Man kartografiert nichts, was man sich nicht zu eigen machen will. Ich arbeite nicht für sowas. Ach, du arbeitest nicht für sowas. Was willst du denn, verdammt? Mann, du kannst doch nicht immer noch den ganzen Tag hier vor dem Computer hängen. Hast du schon wieder was genommen? Nein! Du könntest gutes Geld verdienen. Ein gutes Leben führen. Ein gutes Leben? Was ist ein gutes Leben? Das hier deins oder was? Unser Leben! Das ist unser Leben! Ich wollte ja immer, aber ich glaube, ich habe aufgehört zu versuchen, glücklich zu sein. Ich habe beschlossen, da einfach liegen zu bleiben auf diesem Teppich. Oder so war's doch. Ich wollte einfach liegen bleiben. Ich konnte nicht mehr oder ich wollte mich auflösen. Oder hast du mir tatsächlich das Bein gebrochen, weswegen ich mich nicht bewegen konnte? Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das konnte er nicht wissen, nehme ich an, dass
Bein irgendwie gebrochen war, als er die Tür verriegelt hat und gegangen ist. Blue hat er mich im Krankenhaus genannt, weil das Bein so blau war. Es war ja immer alles blau. Er hat zärtlich meine kleine Blue gesagt und sich in meine Brüste festgekrallt, dass seine Fingernägelabdrücke zurückgeblieben sind wie die Krallen eines Vogels. Ich bleib bei Blue, damit ich mich immer erinnere. Deswegen nannte ich ihn Bird. Also, machen wir mal eine Curry mit. Prost. Auf uns. Bist ein bisschen mager geworden, wenn du mich fragst. Na gut. Ich frag da keiner. Machen wir mal noch so ein Energy irgendwas, wenn du hast. Aber kalt. Richtig. Lass dich bloß nicht angrabbeln von den Jungs hier. Echt? Überall nur Scheiße. Ich will doch noch ein bisschen... Alter, ich kenn dich nicht. Entweder du bist zum Essen hier oder zieh Leine. Nur ein bisschen plaudern, da musst du nicht gleich so aus der Haut fahren. Echt, ey. Was ist denn jetzt mit meiner Curry? Das hier ist Asia, steht da auch. Sage ich ja, Curry. Nee, das wäre auch. Asia ist nicht so mein Ding. Mann, wir haben hier keine Wurst. Aber da drüben, über die Straße, da gibt's ekelhafte Wurst. Musst dich aber beeilen, machen gleich zu. Danke. Echt, ey, ist ja nicht mehr das Normalste von der Welt, dass man sich mal hilft. Die meisten Leute... Ach, die meisten Leute sind mir eigentlich scheißegal. Ja. Also, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Also, wie wär's mit einem kleinen Absacker nachher? Ist für dich? Geh pack los. Willst du nicht reingucken? Was suchst du? Nix. Mann, du hältst hier alles auf. Du machst uns alle verrückt, wirst du schon finden. Hey, außerdem ist das mein Rucksack, nicht deiner. Hier, guck. Marian. Ich will jetzt wirklich nicht das Bild mit dem Tunnel ansprechen. Aber Licht sehe ich da am Ende nicht. Weiter jetzt. Wo ist die, verdammt? Die kann sie doch nicht in Luft aufgelöst haben. Wo? Vielleicht hat er sie. Der Typ ist voll gruselig. Wenn du nicht mit deinem alten Handy gechattet hättest, dann wäre das alles gar nicht erst passiert. Weißt du's? Alles ist hackbar. Hast du selbst gesagt. Deins war kompromittiert, Mann. Wir hatten darüber gesprochen. Warum hast du nicht... Der hat dir einen fucking Keylogger draufgepackt. Was sollte ich das denn wissen? Außerdem brauchen wir den. Wir wären sonst hier. Wir hätten auch ohne ihn einen Scheißweg gefunden. Aber es ging ja nur um dich. Ach ja? Dieser Prism-Typ, das ist doch deine fucking Geschichte, Blue. Deine. Wie lange hat er uns eigentlich schon überwacht? Das haben wir alles dir zu verdanken. Na, da denkst du dir so scheißegal, was früher war. Hauptsache, wir können scheiß Billy wiederfinden. Hey, ist gut, Mann. Ich kümmere mich um den. Was heißt das? Ey, da bin ich raus. Leute, das macht doch keinen Sinn. Lass uns umdrehen, bitte. Der Typ ist wirklich durchgedreht. Ey. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen?
hab doch gesagt, keine Schusswaffen! Denkst du, ich gehe einfach so in den Riss mit dir? Wer weiß, wenn hier irgendeine Scheiße passiert. Ich bin vorbereitet. Was soll denn passieren? Gott, wie lächerlich. Also, das ist Marion. Sozusagen die Schwachstelle. Liebe macht blind, sagt man ja. Ihre Gründe zu verschwinden sind kompliziert und persönlich. Das ist oft so. Aber stell dir vor, du bist Journalist im falschen Land, hast Daten gestohlen, geheime Informationen weitergegeben. Oder du planst etwas so illegal, dass du keine andere Möglichkeit siehst, als nachher zu verschwinden. Vielleicht hast du Schulden bei den falschen Leuten und sie haben Lust, dir die Beine zu brechen. Oder dich wegzusperren oder Schlimmeres. Was auch immer deine Gründe sind, wenn du dich entschlossen hast, dein Gesicht von der Weltoberfläche zu radieren, dann wird die Sache richtig kompliziert. Du wirst alles, was dir vorher wichtig war, hinter dir lassen. Alle Spuren verwischen, einsam sein, aber am Leben. Vielleicht. Später mehr zu Marion. Jetzt mache ich erstmal den Schnabel auf. Vorbereitung ist alles. Je mehr Zeit du in deine Vorbereitung steckst, desto besser. Disappearing braucht Zeit. Lektion 10. Kenne deinen Feind. Wer genau wird dich suchen? Eine Privatperson, eine Firma, die Polizei? Ja klar, die Polizei ist zum Scheißen zu doof, aber Vorsicht. Alle Bullen sind Bastarde. Könnte unschön werden für dich. Oder sagen wir, der Verfassungsschutz. Vaterstaat. Ja, das mit dem Vater, das gefällt mir gut. Ich benötige nur ein klitzekleines Detail, um dich aufzuspüren. Meiner Auffassung nach sind die sozialen Medien das Beste, was uns seit der Stasi passiert ist. Lektion 9. Lösch dich aus allen Online-Plattformen, so gut es geht. Sag, dass du einen Break brauchst vom virtuellen Leben. Bitte deine Freunde, alle verlinkten, getagten Fotos und Kommentare von dir zu löschen. Entferne dich langsam von deiner Familie und deinen Freunden. Mache keinen Cut, lass es schleichend gehen. Melde dich unregelmäßig, werde desinteressierter, bis irgendwann niemand mal irgendwas von dir erwartet. Mann!
Löschen ist eine Fiktion, so einfach ist das nicht. Nichts wird gelöscht. Da ist immer irgendwo ein Backup, das dich einholen und ficken wird. War ein Kind. Werde ich dann gesagt haben. Ja, das schon damals verdammt weit war in Sachen Programmieren. Genau. Irgendwas stimmt nicht. Du bist hier der Täter, ich schreie jetzt. Ich kann dich immer noch auffliegen lassen. Ihr braucht mich. Du hast doch keine Wahl. Was für einen Film hast du im Kopf? Du spielst einfach total komplett. Du bist doch längst deinen Job los. Meinst du, ich weiß nicht Bescheid? Wer überwacht hier wen? Verpiss dich! Du denkst immer noch, man könnte irgendwas löschen. So einfach ist das nicht. Löschen ist eine Fiktion. Nichts wird gelöscht. Da ist immer noch irgendwo ein Backup, das sich irgendwann einholen und ficken wird. Ich war ein Kind. Das schon damals verdammt weit war in Sachen Programm. Genau, ein Kind. Du bist hier der Täter. Ich schrei jetzt. Du warst volljährig. Ich kann dich immer noch auffliegen lassen. Ihr braucht mich. Du brauchst mich. Ich brauch dich nicht. Ich hab dich nie gebraucht. Willst du, dass ich dir deine Haut abziehe von deinem neuen Gesicht? Ja? Pack deinen Scheiß hier weg. Verpiss dich! Die wirst du brauchen. Das stimmt nicht. Du bist hier der Täter, ich schreie jetzt. Ich kann dich immer noch auffliegen lassen. Ihr braucht mich. Ihr braucht mich. Du brauchst mich. Hey, was macht ihr hier? Also nochmal. Das ist Marion, Admin des Gruppenchats. Ehemalige Tätigkeit in der virtuellen Pornoindustrie, arbeitslos, abgebrochenes Studium. Die Pornoindustrie sei aber noch sexistischer und rassistischer als der Rest der Welt. Also hat sie's aufgegeben. Wie den Rest der Welt. Marion ging auf die Straße, organisierte Demos, Black Lives Matter, MeToo und solche Sachen, bevor sie an ein paar größeren Aktionen beteiligt war. Angeblich organisierte sie den Raub der Benin-Bronzen aus dem Humboldt-Forum, um die Dinger zurück nach Nigeria zu schippern. Danach ist sie immer mehr ins Netz. Marion ist Prepperin. Hey Leute, willkommen zum Black Prepper. Früher wurde ich oft ausgelacht, wenn ich mit Pfeil und Sportbogen im Girlie meine schieße. Auf den ersten Blick passt sie nicht rein ins Bild. Die Szene wird dominiert von weißen Männern Ü40. Sie gründete ihren eigenen Prepper-Kanal, Black Prepper, und wurde immer verschrobener. Nichts zu ruhen, außer einen sauberen Kopfschuss. Bang! Ihre Vorlieben? Sci-Fi-Romane, künstliche Intelligenz, Teledildonik, germanische Göttinnen und Slutpunk. Erstens ist legal und zweitens hat der Verfassungsschutz ein Auge auf mich. Angeblich ist sie homosexuell und technophil oder Vorbei so. für die irgendwas. Unsichtbar. Schwarz, weiblich, homo. Jetzt nehmen die mich wahr, seitdem ich Online-Rabatz mache. Aber so richtig durchgeknallt ist sie erst an dem Tag, als Billy verschwand. Billy. Wer ist die Schönste im ganzen Land? You're the prettiest one here. But Snow White is prettier than all of us. Du bist so doof. Ich liebe dich. You know who I am. Ist mir egal. Look. I have to tell you something. I'm gonna ghost you. Was? Also, Moment mal. Wenn du mir das sagst, dann ist es kein Ghosten mehr. Aber egal. Was redest du? もう行かなきゃいけないの。Was meinst du? I have to move on and protect myself. Alone.
Our story never happened. But it always does. Volevo il Vangelo. Was ist denn das? Fuck! Lektion 8. Nimm dir eine Auszeit vom Job, falls du einen hast. Erzähl dem Nachbarn eine plausible Geschichte, warum du längere Zeit nicht da sein wirst. Dass deine große Liebe verschwunden ist. Du Depressionen hast. Verschaffe dir so viel Zeit wie möglich, bevor jemand anfängt, dich zu suchen. Lektion 7. Besuche nochmal Familie und Freunde. Leihe dir Fotos mit deiner Ausrede aus. Wenn du die Fotos von dir mitgenommen hast, signalisierst du der Polizei, dass du keinen Unfall hattest und nicht umgebracht wurdest. Dass es keinen offiziellen Grund gibt, dich zu suchen. Lektion 6, Desinformation. Nebelkerzen werfen. Verfälsche, entferne, verändere alle deine verfügbaren persönlichen Daten, sofern du sie nicht gelöscht hast. Internetanbieter, Netflix, Amazon, Kundenkarten, Payback-Karten, Carsharing, Bibliotheken, Abos und so weiter. Melde dich bei deinem Lieblings-Foodlieferservice und korrigiere deine angeblich falschen Daten. Ändere deinen Namen, tausch nur den ein oder anderen Buchstaben aus. Leg dir eine virtuelle Rufnummer zu, die keinen physischen Ort hat. Du kannst dir online für fast jedes Land der Welt eine Rufnummer besorgen. Lektion 5. Miete eine Wohnung von Privat in einer großen Stadt. Eröffne ein neues Bankkonto. Melde Strom an. Suche einen Telefonanbieter. Lass es so aussehen, als wärst du einfach umgezogen. Überlasse die Wohnung einer Obdachlosen. Ach und, kaufe dir eine unauffällige Schrottkarre wie diese hier. Mit Ladefläche. Im Darknet, beispielsweise auf dem Marktplatz East Cars. Steig ein und fahr los. Warten auf den Fehler. Warten auf ihre Antwort. Auf ihren Blick. Warten auf das Prickeln im Bauch. Die Küsse auf der Ladefläche. Das gebrochene Herz dann. Billy? Billy! Billy, bist du online? Finden wir dich im Riss? All answers are given in tongues. Billy, wie kommen wir zu dir? Billy! Billy, wie kommen wir... Ich bin im Maschinenraum. Ich bin im Berghain. Ich bin auf der Bahn. Ich bin im Exil. Ich bin online. Je suis Charlie, je suis Snowden. Je suis die vibrierenden Felgen bei 120. Je suis nah dran. Je suis die nächste Rauschwolke, die sicher kommt. Die sich anbahnt durch dieses Grundrauschen im Ohr, dass du so richtig aufs Gas musst. Diesen Strudel im Kopf. Du weißt nicht, wann die Tür klackt. Aber du hörst das Klacken und denkst dir nur... Kein Missverständnis, kein Game, das deinen Kopf ausschaltet. Schrei, schieß, bam, bam, bam. In einer apokalyptischen Rauschwolke schiebt er sich über den Boden und saugt dir den Speichel aus dem Mundloch, dass du Atemnot bekommst. Bam, bam! Die Zombie-Hände, die Zombie-Haare, die über dem ganzen Körper nicht aufhören. Echsenhände, verpixelte Augen.
Der Zombie-Typ kriegt er heim. Klack, 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 klack. Es gibt da unten noch einen stillgelegten Serverraum. Da mal hin. Kann schon sein, dass wir da unten finden, was du willst. An diesen Glitch im Game, dass ich ja nur durch den Fehler Weiche direkt in das nächste Level bekomme. Der Glitch war das Geheimnis. Nur durch Fehler lernt man. Der Glitch war so eine Art Erleuchtung. Überall Glitches. Die Hardware glitscht. Die Software, das Leben, alles glitscht. Wir glitschen online und AFK. Immer und überall. Also müssen wir dem Glitch folgen. Dem Fehler folgen. Dem Fehler im System, das uns nie wollte. Dem Fehler, der wir selber sind. Wir Andersartigen, Unnormalen, Unangepassten. Ausgespuckt und an den Rand. Hey, ich lauf nicht, ich fahre jetzt, Amok. Lektion 4. Zerstöre dein Telefon. Nicht wegwerfen. Zerstören. Verfahre so auch mit allen anderen Devices. Nimm eine Bohrmaschine mit Metallbohrer und durchlöchere die Festplatte. Zertrümmere sie mit einem Hammer. Bei modernen Solid-State-Drives geht das easy. Verteile die Einzelteile auf mehrere Tüten und auf verschiedene Mülltonnen im öffentlichen Raum. Denk auch an alle Unterlagen, Rechnungen, Verträge und sonstigen Papierkram. Hier tut's ein Feuer auch. Jetzt, Amok. Ja, ich fahr jetzt einfach die Passanten über den Haufen. Über die Körper anfahren, drauffahren, überfahren. Lektion 3. Hole in unauffälligen Summen dein Geld von der Bank. Become unbanked. Ziehe den Prozess über mehrere Monate. Sammle so viel Geld wie irgend möglich zwischen jetzt und Vanishing Day. Kauf dir Goldschmuck. Schön protzig. Glaubt ihr keiner, dass der echt ist? Ey, Akira! Lektion 2. Perfektioniere deine neue Persönlichkeit. Lebenslauf, Familiengeschichte, neue Hobbys. Werde gut in deinen neuen Hobbys. Teste deine neue Persönlichkeit an Fremden. Verbessere sie. 1. Gehe aus der Tür und kehre nie zurück. Der Glitch, die Glitch-Bitches. Amok! Es gibt doch einfach keinen Mensch mehr auf der Straße, verdammte Scheiße! 0. Finde den Fehler. Ich kann es nicht mehr. Das war eine Sekunde von diesem Ding. Gibt's nichts anderes. Ich liebe dich. Akira! Akira, wir sind in einem Scheiß-Tunnel! Komm zurück! Billy! Billy, wie geht's dir, Billy? I miss Marion. You will hear from me soon. But right now, I'm in a weird place. I would love to come over and just sit with you and talk. Billy, was ist mit dem Passwort? Ich kann's nicht knacken. Tomorrow, we will laugh about it. You have to close the crack. Kintsugi. Kintsugi? Was? I've done the same, Blue. I've kept thinking this through. Was meinst du, Billy? I've kept thinking this through. I've done the same, Blue. Ich denke nicht an jeden einzelnen Tag, aber
ändert eigentlich nichts, sie so konkret, das heißt auch schmerzlich aufzuzählen. An diesem bestimmten Tag habe ich nicht daran gedacht, irgendwann darauf zurückzuschauen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich genauer auf spezifische Erinnerungen achten können, aber und war der Feierabend in der Nudelbox und dann Burn und jetzt bin ich hier. Wo eigentlich? Die Realität spiegelt sich im Digitalen und umgekehrt. Gesten, Aktionen, Erfahrungen, online oder offline, wo ist da noch der Unterschied? Jetzt, wenn ich daran denke, ist diese Welt schon durcheinander und ich bin doch verrückt geworden. Völlig verrückt. Es ist unglaublich, wie viel einem durch die Finger rinnt. Chancen rinnen und Erinnerungen rinnen und die Zukünfte rinnen, die verschiedenen, die ich hätte einschlagen können. Hätte ich können. Hätte ich sie nicht immer hinfort drin lassen. Und woher jetzt schon wieder dieses Wort hinfort, das doch überhaupt nicht zu mir gehört? Ich weiß es nicht. Keine Nacht habe ich seither geschlafen. Und es ist mir mehr als weh zumut. Viele Wochen sind seither verstrichen. Alle Kraft ist längst aus mir gewichen. Und ich spüre, dass ich daran verblut. Sondern wär ich wie in alten Tagen sicher, schluchzend wider mich gewandt, will ich Tag und Nacht mich nur zureißen, mich samt meiner Wurzeln auszureißen, anzusetzen in ein anderes Land. Sie sitzt da Tag und Nacht. Naja. So genau kann man das nicht sagen. Wann denn Tag ist und so. Tage und Nächte verschwimmen mir. Wie in einem Bunker. Da dreht man schon mal durch. Habe ich das schon mal gesagt? Ich wiederhole mich. Du siehst wie eine Puppe aus. Lass uns zu zweit weiter. Nur du und ich. Was? Psst. Was redest du? Du brauchst nichts zu sagen. Ich kümmere mich um die anderen. Unser Geheimnis. Blue. Unser Geheimnis. Shut up! Du tust dir leid. Und du hast Angst. Du denkst, ich weiß nicht, wo deine Scheiße herkommt? Als hättest du dich selbst für das Leben entschieden, das du hast? Hast du nicht. Hast du nicht. Du tust so, als wärst du aus Sicherheitsgründen in den Keller gezogen, obwohl du deine Wohnung verloren hast, weil ein scheiß Algorithmus dir vorausgesagt hat, dass das passieren würde. Akira. Weil du deinen Job verlieren Halt die würdest. Klappe. Wegen deiner Umstrukturierungskacke oder dieser Schumann-Resonanzdings und was weiß ich noch alles, an das du zu glauben anfingst, aufgrund deiner Akira, sei Psychokrise, in die du still. abgestürzt warst. Weil Billy berechnet hatte, dass du das Kind abtreiben würdest, weil sie die Karma-Kredits von deinem idiotischen Kindsvater Halt analysiert die hat. Fresse, Akira! Du hast einen scheiß Algorithmus über dein Leben entscheiden lassen. Und denkst, das ist ein Zufall, dass du mit Billy ins Bett gehst? Das ist kein Zufall.
Das ist Stockholm-Syndrom. Und was ist mit dir? Hä? Blue hat eine Beziehung mit dir angefangen, weil sie genug hat von Männern wie Bird. Damit sie ihre Ruhe hat. Und damit sie die Starke ist. Schau sie dir doch an. Ihre Augen sind verpixelt. Die sehen dich nicht. It's the party of the poor, of the exploited, of the oppressed. They are the inheritors of the ideals. Let's be frank with each other. Will it happen in the next days? No. Let us recall. Let us recall. Party of the poor. Wie kommen wir zu dir? Alles fake. Glitch. Eine Simulation. Ich will ein Fisch, Wasser sein. Ich will etwas sanft besoffen. Was machst du da? Ist doch sinnlos. Was macht denn schon Sinn hier? Sinnlos ist das Ganze hier. Nicht schmuck. Mario, weißt du, in welcher systemunterstützenden Struktur deine Billy tätig war?
wenn sie sich beim Schlafen beobachtet hat. Und wer hat noch zugeschaut? Mario. Akira, du hattest dieses Jahr schon den zweiten Autounfall. Das liegt statistisch gesehen 1,9 Unfälle über dem Durchschnitt selbstfahrender Autos. Ping! Klingt es aus der Horoskope-App. Morgen wird alles besser. Blue, bist du sicher? Bist du sicher, dass ich dich aus den Augen verloren habe, als du im Krankenhaus lagst? Mit deinem Bein? Bist du sicher, dass deine Asianudeln nicht mit Mikrowannzen versehen waren? Bist du sicher? Seid ihr sicher? Woher weiß er, dass ich ein Horoskop-App habe? Fotzen. Den würde ich ja jetzt auf Fressen einschlagen. Der Schlamm. Er hat es verdient.
Menschen haben es immer verdient. Schon von klein auf. Ja, man muss schon noch ein bisschen Köpfchen haben. Aber niemand misst immer Bedeutung bei. Bird. Scheiße aus. Was ist los mit dir? Hä? Wo ist er denn? Wo ist denn der alte Bird? Darf ich vorstellen? Bird, 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 Bird. Nachrichtendienstliche Sachbearbeitung, Observation. Besoldungsgruppe A6 bis A9. Na, herzlich willkommen, wir können gleich anfangen. Nein. Aber was bedeutet das denn? Echt? Vielleicht hätte ich doch über den Rand gehen sollen. So richtig. Eine Kugel hier rein. Kannst du immer noch machen. Aber wir sitzen hier alle in dieser Scheiße. Und wofür? Billy ist nicht echt. Wir jagen einen verfickten Geist. Akira, halt dein Maul. Und wenn nicht? Sei still. Ist so. Wir jagen einen verfickten... Lass den Scheiß! Lass den Scheiß! Lass... Hey! Leute, geht's noch? Du bist doch völlig durchgeknallt! Mann! Was machen wir hier? Hä? Worum geht's hier? Mann! Wo sind wir überhaupt? Weiß irgendjemand, was mit Menschen passiert, die in den Riss gehen? Ist überhaupt schon mal jemand reingegangen und wieder raus? Wissen wir irgendwas? Wir werden so richtig verrückt. So wie Bird. Der wird doch immer unheimlicher. Was machen wir mit ihm? Mann, irgendwann läuft er amok. Blue! Du kriegst doch gar nichts mehr mit, Blue! Mein Körper fühlt sich schon wieder so komisch an. Hey, ich glaube, sie ist überall. Sie umgibt uns, sie reflektiert uns. Mann, Leute, ich glaube, das ist echter, als wir denken. Komm mal her, komm. Komm, schau. Was ist da? Seht ihr Billy? My base becomes your body. Stop. My synthesizer dissolves it. Traveling. Hands up. Stop. And the ceiling drips. And wait for it. Bam! Bam! Wie schön sie ist. Wisst ihr noch, als der Beat so richtig geballert hat? Ja, die Vibration im ganzen Körper. Wenn man sich so auflöst. Na, das war ja das. Ja, auch, aber wenn man so eins wird mit der Musik und den anderen. Ja, der Beat, der Rhythmus. Ich weiß, nackte Haut an nackte Haut.
dippen und ziehen auf dem Klo. Ganze Nächte auf dem Klo. So haben wir uns kennengelernt. Wo warst du? Kannst nicht schlafen? Ach, komm, leg dich hin. Tut mir leid wegen neulich. So, da gehen wir auch. Wir müssen auf uns aufpassen. Wir müssen uns vertrauen. Ja, kannst du mir. Ja? Ja. Kannst du dir wirklich vorstellen, ihn damit zu töten? Du hast die Waffe geholt. Vertrauen. Deutsch ist seltsam. Vertrauen. Verlieben. Verlieren. Ich habe schon gesehen, wie Menschen erschossen wurden. Ich war klein. Wir sind einfach in die Wohnung reingekommen. Wir haben meine Eltern beschimpft, rumgeschrien. Immer mehr. Irgendwann wollten sie, dass mein Vater rausgeht. Sie haben ihn ins Gesicht geschossen. Aber ich weiß nicht, was das Klacken war. Also... Hier. Halt mal. Hier ist noch ein Video für die Nachwelt. Mariam, bitte. Bitte, doch. Komm schon. Okay, nur kurz. Ja. Gut. Okay. Hey Leute. Ich will euch jetzt nicht runterziehen. Aber ihr seht tatenlos zu, wie die Welt in den Abgrund rasselt. Das ist keine Heldentat, Leute. Keine geile Geschichte, die man noch den Enkeln erzählt. Und wisst ihr warum? Weil es keine Enkel geben wird. Nee, also im Ernst. Da draußen, also da oben bei euch, wird man nicht mehr lange leben können. Und wir hatten die Eier, in den Riss zu gehen. Sind wir vorbereitet auf den Tag X. Das Krasse am Tag X ist ja, dass du nicht weißt, wie er aussieht. Wie sieht er denn aus?
Der Tag X. Wir leben in apokalyptischen Zeiten. Ja. Damit es einem besser geht, muss es immer einem anderen schlechter gehen. Wenn wir was sauberer kriegen wollen, dann wird immer was anderes schmutziger. Das versteht ihr doch, oder? Ja klar. Das versteht doch jedes Kind. Das kannst du auch einem Affen erklären. Na gut. Der Affe muss schon wollen. Tiere aus Fleisch und Blut wie vor 200.000 Jahren. Daran hat sich gar nichts geändert. Außer meine Uhr hier. Die ist neu. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Aber die Zeit verschwimmt hier unten. Keine Nacht habe ich seither geschlafen. Wer hat denn gesagt, dass das Universum dein Freund ist? Dem Universum? Ist mir scheißegal. Das Universum ist der reine Terror. Sterne entstehen aus Zerstörung und wir leben mitten innerhalb einer riesigen Explosion und versuchen, das Chaos zu ordnen. Aber machen wir uns nichts vor. Es bleibt Chaos. Und wir haben nicht die geringste Ahnung, wozu wir hier sind, wozu wir hier gebeten sind. Wie kommen denn die Menschen darauf, dass sie auf der Welt sind, um glücklich zu sein? Ja, aber ihr wisst, was richtig ist und was falsch ist. Das ist der totale Kampf. Ihr habt einen Fehler im System. Alten, weißen Männern die Pest an den Hals wünschen. Aber auch die gehen Flaschen sammeln und hangeln sich für 9,50 € von Job zu Job. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich bin kein Vergewaltiger, weil ich Blumen ein Kompliment machen will, weil ich mit ihr schlafen will, weil ich sie ja mal richtig schön durchficken will. Liebe machen. Wo soll ich denn vorher wissen, was ihr dann nachher vielleicht nicht gefällt? Das steht doch wirklich nicht jedem auf der Stirn. Immer alles richtig machen. Immer alles richtig meinen. Immer muss ich irgendjemandem entgegenkommen. Mir muss doch auch mal irgendwann irgendjemand entgegenkommen. Oder ist das alles nur ein Traum oder mein Spiegelbild und ich komme mir selbst entgegen. Wo kommen wir denn dahin? Ich integriere mich doch nicht in irgendeine Bevölkerungsgruppe, die hier leben will. Das ist doch mein Land! Mir ist doch auch schon mal mein Land abhanden gekommen. Integriert doch erstmal uns. Und wenn dann die Millionen kommen, und ich soll unter den Millionen die Terroristen wie die Nadeln im Heuhaufen suchen, dann kommt ihr und schreit nach noch mehr Heu? Ihr könnt dann nachher wieder Je suis irgendwas sein, aber heult euch nachher nicht bei... Heult euch nicht bei Bird aus. Bird. Kennt ihr jemand? Ist da noch irgendjemand, dem er zumindest flüchtig bekannt ist? Oder lebe ich in einer anderen Zeit? Aber was ist eigentlich Zeit? Ist es Zeit für einen totalen Krieg? Ich denke, ja. Wir brauchen wieder Atombomben. Nach meiner Rückkehr werde ich mich persönlich darum kümmern. Man muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Die Karten neu mischen. Es ist ja schließlich auch mein Land. Und wenn euch das nicht passt, dann geht doch woanders hin. Und wenn ihr nicht tatenlos zusehen wollt, wie die Welt in den Abgrund rast, dann weiß ich eine sehr schnelle und sehr effektive Lösung für euch. Sich mit anderen Netzwerken verbunden, um die Ressourcen anzuzapfen. So hat sie diese gigantische Cloud aufgebaut. Ich lasse mir nicht schon wieder alles kaputt machen. Ich habe nämlich schon mal mein Land verloren.
Ich will meine Stadt noch mal sehen, bevor sie verschwindet. Ich will mein Land noch mal sehen, bevor es untergeht. Ihr müsst euch vorstellen, Billy, sie kann mit zig Systemen gleichzeitig kommunizieren. Zeit ist für sie anders. Ihre Sekunden sind Jahrzehnte bei uns. Billy spielt alle gesammelten Daten aus. Sie weiß alles. Sie sieht alles, was wir gemacht haben. Wer was gesagt hat, jedes Wort, vielleicht auch was wir sagen, was wir tun werden. Keine Nacht habe ich seither geschlafen. Und es ist mir mehr als viel zumut. Viele Wochen sind seither verstrichen. Alle Kraft ist längst aus den Vieren. Und ich spüre das nicht. Und ich spüre, dass ich daran Pack deinen Scheiß hier weg und verpiss dich! Wir befinden uns doch bereits in der marginalen Abweichung der Wirklichkeit, meine liebe Blue. Das muss es sein. Und dann musste sie ins Krankenhaus. Der alte Mann ist vorbei. Ist vorbei. Und dann wurde sie verlegt und man hat mir nicht mitgeteilt, wohin. Entschuldigung. Ich bin einfach so fertig. Es tut mir so leid. Das System hat es mir weggenommen. Ich habe mir dann so eine Puppe gekauft, so eine Real Doll nennt man das. Das sind so lebensechte menschliche Puppen und die sah in jedem Detail so aus wie Blue. Und längerfristig ist das natürlich nichts, das weiß ich auch. Ich habe mich darum sie gekümmert. Das ist einfach so beschissen. Ja, mir ist manchmal die Hand ausgerutscht. Ja, und ich versuche mich zu ändern. Ich mache das nicht mehr. Ich hab mit allem aufgehört. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe aufgehört zu trinken, kein Alkohol mehr, keine Drogen mehr. Ich habe sogar angefangen zu meditieren und darüber zu schreiben.
durch die Tür und kehre nie zurück. Wir sind die Marginalen. Wir gehen über den Rand. Wir wechseln die Perspektive. Wir gehen durch den schwarzen Spiegel über alle Grenzen hinweg. Ich kann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt noch ich bin oder du. Meine Finger lösen sich auf. Du siehst schön aus. Ich ziehe meine Haut ab. Du bist glücklich, weil du die Welt verloren hast. Sie ist uns aus der Tasche gefallen. Ich werde noch eine Minute länger ich sein. Das ist unser letzter Dialog. Was passiert hier? Wenn du nicht tatenlos dabei zusehen willst, wie die Welt in den Abgrund rasselt, weiß ich eine sehr schnelle und effektive Lösung. Das ist doch nicht echt. Alles nicht echt. Nein. Aber was bedeutet das denn, Bird? Echt? Welcome, my friends. Welcome to the Marginal Deviation. To the sacred playground, where digital and real selves are dissolved in an eternal kiss. Time gets a running start and shoots past. We kiss our eyelids, reset our default settings, overcome our level of culture. It smells like candy floss, but we're not made of sugar, nor are we made of clay. Schau mal, nicht nur unser Zuhause ist düchtig. We're tired of counting who is who and who had or will have how much of what. Willst du da reingehen? Wieso nicht? Mit
Menschen gehen doch überall rein, sagst du ständig. Der wohl nicht mehr. Was da wohl passiert ist. Wir sind hier vom Raum. We don't keep the image of our fathers with the halo and the punishing hands. We don't need a general. No you. Komm, Baby. No I. Wir folgen dem Beat. No he, she, it. Ja. Lang genug in den Ruinen rumgespielt. One face, one gender, one life is just too little. Here we crack them. The injuries, the beatings, the words, the humiliations, the nice swallowing clowns. Farewell to the world as we know it. Letzter Blick nach draußen. In die alte Welt. Sieh sie an dir an! Wie sie ihre Mundlöcher bewegen. Die Fische auf den Trocknen. Die alten Menschen reden. Ach, sie hatten schon immer ein Hand zum Überbrücken. Und redest und redest, obwohl du zu den Menschen ohne Stimme gehörst, wie Icke. Kommt mir leer vor hier, wo das Herz sein sollte. Halt ein Gefühl von... Ja, wovon eigentlich? Verlust. Das ist nur der Anfängermodus. Da rutscht man schnell mal in Panikmodus. Typisch Mensch. Hey, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, okay? Ja, genau. Das bleibt der einzige Ort, wenn alles andere fehlschlägt. Aber wenn du dann morgens nach Hause gehst, während der blauen Stunde, beschleicht dich ganz schnell wieder das Gefühl, dass sich nichts wirklich ändert, oder? Ich hasse diesen neuen Hermannplatz. Kein einziger normaler Abend. Einfach ganz komplett verrückt. Und wenn du versuchst, mit den Verrückten zu reden oder sie zu verstehen, bist du selber verrückt. Complètement fou, complètement barge. C'est du complètement fou. Wie auch immer. Routine. Für jeden, der aufbricht, die Welt zu ändern. Wundersamerweise bin ich immer noch hier in diesem Junk Space. Entschuldigung. Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich stelle mich mir selber vor als eine Person, die auf ihrer letzten Reise in eine Bar kommt und sagt: Diese Runde geht auf mich. Oh, I can see the sky, man. So where are we going? Huh? Boombox. Yeah. Our love is like an hourglass.
say